Herzlich willkommen auf der Zitadelle Spandau, der Kulturinsel mitten in der Havel. Wir haben bei uns auf der Zitadelle viele verschiedene Museen, auch eine Galerie für aktuelle Kunst. Und heute gehen wir wieder ins Proviantmagazin in die Ausstellung Enthüllt Berlin und seine Denkmäler. Seit 2016 ist diese Ausstellung hier auf der Zitadelle eröffnet und zu sehen und beschäftigt sich mit Denkmälern, die früher im öffentlichen Raum in Berlin gestanden haben und zumeist aus politischen Gründen, manchmal auch aus anderen Gründen aus dem öffentlichen Raum verschwunden sind und jetzt hier ausgestellt werden, kontextualisiert, anfassbar und barrierefrei. Im letzten Raum der Ausstellung Enthüllt Berlin und seine Denkmäler befinden sich die Denkmäler aus Ost- und West-Berlin, eigentlich hauptsächlich Ost-Berlin. Und heute möchte ich ein Denkmal vorstellen, was nicht im Original hier zu sehen ist, aber als Modell für die Westberliner Denkmallandschaft. Und das ist ein Neuzugang, über den ich mich sehr, sehr gefreut habe im Jahr 2020. Geschaffen worden ist es im Jahr 1987 von dem Berliner Künstler Volkmar Haase und erinnert an die Todestransporte der Berliner Juden vom Güterbahnhof Moabit. Das Mahnmal erinnert an die systematische Verfolgung der jüdischen Bevölkerung, erinnert daran, dass von diesem Güterbahnhof in Moabit über 30.000 jüdische Menschen, Männer, Frauen und Kinder aus Berlin abtransportiert worden sind in Ghettos, Vernichtungslager und Konzentrationslager. Insgesamt sind aus Berlin über 55.000 Menschen in diese Vernichtungslager, Konzentrationslager und Ghettos abtransportiert worden seit der sogenannten Endlösung der Judenfrage ab 1941, die dazu führte, dass ab 1942 eben auch der systematische Transport organisiert wurde. Die meisten sind eben mit diesen über 30.000 Menschen von jenem Güterbahnhof in Moabit abtransportiert worden. Das Mahnmal wurde an der Brücke errichtet, weil unten auf den Gleisen oder in der Nähe der Gleise so etwas nicht hätte errichtet werden können zu diesem Zeitpunkt. Berlin war noch geteilt in Ost und West und die ehemalige DDR hat die Deutsche Reichsbahn betrieben, die dort noch über die Gleise fuhr. Deswegen entschied sich das Bezirksamt Tiergarten damals, das Mahnmal auf die Brücke zu stellen, an der Ostseite. Die Initiative, ein solches Mahnmal zu errichten, ging aber tatsächlich von der Jugend aus. 40 Jahre nach Kriegsende, also 1985, entschloss sich eine Schulklasse aus dem Hansaviertel, sich erstens mit der Geschichte der Deportation der Berliner Juden zu befassen und zweitens den eigenen Bezirk dazu zu bringen, eine Mahntafel wenigstens aufzustellen und eben im öffentlichen Raum daran zu erinnern, was hier in Berlin geschehen konnte. Das Mahnmal, das geschaffen wurde von Volkmar Haase, hat sehr viele Vorläufer als Modelle. Der durchaus etablierte Künstler in Berlin ist mit sehr, sehr vielen Skulpturen hier auch vertreten. Allerdings meistens mit Kunst im öffentlichen Raum, aber eben auch Beauftragter gewesen für die Erstellung genau solcher Mahnmale. Hier in Berlin-Spandau gibt es ein weiteres Mahnmal, was auch im öffentlichen Raum noch ist, nämlich zur Synagoge am Lindenufer, die dort in der Pogromnacht 1938 niedergebrannt wurde und die sich ikonografisch auch tatsächlich ein bisschen ähnelt zu dem Mahnmal, was hier zu sehen ist. Das Modell, was wir hier sehen, ist eines von mehreren, allerdings tatsächlich das größte und ist uns von der Tochter von Volkmar Haase, Katja Haase, übereignet worden für diese Ausstellung und damit auch gerade für diese Ausstellung eine besondere Bereicherung. Wir haben bei uns hier in der Ausstellung nämlich ansonsten keine Westberliner Denkmäler, die meisten stehen noch im öffentlichen Raum. Das Modell, das wir hier in der Ausstellung zeigen können, ist in dem Atelier Volkmar Haases hergestellt worden, das sich in Berlin-Spandau befindet, und zwar im Ortsteil Kladow. Wir sind jetzt hier in seinem Atelier, wo er fast 40 Jahre von 1965 bis 2003 gearbeitet hat. Volkmar Haase schuf abstrakte Skulpturen, ab 1968 in Edelstahl, davor hat er ausschließlich in Eisen gearbeitet. 50 seiner Skulpturen stehen im Berliner Stadtraum, davon 10 im Bezirk Spandau. Hier in Kladow im Skulpturengarten stehen Skulpturen aus den verschiedensten Zeiten und auch Schaffensphasen von Volkmar Haase. Das sind verschiedenste Themen seines Werkes, wie zum Beispiel Faltungen, das Dreieck, Bogenformen oder auch verschiedenste Säulenplastiken. Dass das Modell sich hier in dieser Ausstellung befindet, ist auch insofern eine wirkliche Bereicherung,
als dieses Modell zu den umstrittensten Denkmälern im öffentlichen Raum gehört. Und zwar nicht deswegen, weil sich Politikerinnen und Politiker darüber gestritten hätten, ob es überhaupt ausgestellt werden soll oder wie es aussehen soll, sondern weil es nach wie vor eines von den Denkmälern ist, die am meisten angegriffen werden im Berliner Stadtraum. Und das heißt, schon 1992 gab es einen richtigen Sprengstoffanschlag auf dieses Denkmal. Es wurden immer wieder Hakenkreuze dran geschmiert oder sogar eingeritzt. Und es gab zweimal den Fall, dass Schweineköpfe dran gehängt worden sind. Bis in die Nachwendezeit befand sich in der Nähe tatsächlich noch die richtige Rampe und das Gleis, von dem die Berliner Juden abtransportiert worden sind und von dort aus auch von der gesamten Bevölkerung hatten beobachtet werden können. Daraus ist jetzt heute eine Gedenkstätte, eine erweiterte Gedenkstätte geworden, auf Initiative des Bezirks Mitte. Dort hat es eine künstlerische Ausschreibung gegeben und dort ist ein Kiefernwald gepflanzt worden und eine Gedenktafel auch errichtet worden, die darüber informiert, was an dieser Stelle geschehen ist. Sie sind jederzeit herzlich willkommen, sich dieses Modell und die anderen Denkmäler in der Ausstellung Enthüllt Berlin und seine Denkmäler auf der Zitadelle Spandau anzuschauen.